Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo zusammen, heute begrüße ich euch zu einem weiteren Video und schaut mal, was ich mit euch vorhab. Sieht das nicht toll aus? Seid ihr nicht neugierig und wollt wissen, wie das funktioniert? Mit ganz wenigen Zubehör und Werkzeug kann man dieses super schöne Bild auch nachmachen. Ich möchte euch heute zeigen, wie dieses Bild gestaltet ist und welche Materialien und Zubehör ich dafür benutzt habe und wie ihr das ganz einfach nachmachen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und beim Nachmachen und beim später natürlich Bild oder sogar Bilder aufhängen. Vielleicht macht man ja auch mehrere nebeneinander. Das sieht bestimmt auch mal toll aus. Man kann es auch so rum aufhängen. Egal wie, diese Struktur ist einfach der Hammer. Und das Gold, das glänzt total gut. Ich habe ein super Goldspray, was auch wirklich hinterher total glänzt wie Gold. Gibt ja viele, die nicht so super toll sind, aber das ist wirklich empfehlenswert. Also bleibt gespannt, schaut zu und viel Freude. Ich möchte euch heute mal die Art zeigen mit einfachen Mitteln. Und zwar brauchen wir einfach nur Brotpapier. Wir brauchen eine Wasserspritze. Dann brauchen wir Acrylbinder. Das ist ja so eine gelige, milchige Flüssigkeit. Die wird ja nach dem Trocknen durchsichtig. Und damit kann man eigentlich Acrylfarbe selber machen, also mit dem Binder und mit Pigmenten, aber den kann man halt auch wunderbar als Allround-Talent sozusagen benutzen. Der kann nämlich ganz viel, und zwar unter anderem Dinge kleben. Ich nehme mir jetzt hier von dem Acrylbinder mal so eine Portion auf so einen Teller. Butterbrotpapier ist ja immer so ein bisschen störrisch, und damit das den Acrylbinder ein bisschen aufnehmen kann, dafür sprühe ich das Butterbrotpapier mit so einer Wasserspritze erstmal ein bisschen nass, sodass sich das ein bisschen vollsaugt. Legt das so ein bisschen, kann man es besser handhaben. Also einfach so ein bisschen feucht machen, da merkt man direkt, dann wird es auch so ein bisschen weicher und ein bisschen besser zum Verarbeiten. So, jetzt sind die beiden ein bisschen angefeuchtet, die Butterbrotpapiere. Jetzt gehe ich hin, das ist eine schöne Sauerei. Also, wer das nicht möchte, kann das auch mit Gummihandschuhen machen. Ich bin aber kein Freund von diesen Handschuhen, und deswegen gehe ich jetzt hin und nehme das Butterbrotpapier, was so angefeuchtet ist, und lege das so mal in den Binder rein, dass er so richtig schön benetzt ist und richtig schön vollgesogen und richtig schön verteilen. Man kann das Butterbrotpapier, ist das Schöne, das ist relativ stabil. Da kann man das einfach mal so zusammenknödeln, dass überall hier dieser Binder ist. Dann lege ich mir das mal hier kurz zur Seite, nehme das nächste. So, nehme hier die Reste von dem, nehme jetzt mal beide zusammen, dann kann ich das schön hier so verteilen. So, schöne Matscherei. Macht auf jeden Fall schon mal Spaß. So Matschen macht ja manchmal Spaß, ne? So, jetzt nehme ich mir dieses Brotpapier und kann das auf die Leinwand legen und kann das mir halt so zurechtlegen, wie ich das möchte. Ich kann jetzt zum Beispiel die ganze Leinwand damit bestücken. Ich kann das jetzt hier so flach machen und kann hier so Falten reinlegen. Ich kann das ganz ordentlich machen, kann die so ein bisschen vorsichtig hochheben, hochziehen. Also man kann das modellieren relativ frei und so, wie einem gerade die Lust danach ist. Und ich gucke mal, dass ich das hier bis unten zur Kante hin
habe. Ich ziehe das hier noch ein bisschen weiter rein. So, und so modelliere ich mir jetzt diese Papierchen auf der Leinwand und die müssen dann erstmal trocknen, bis wir dann den nächsten Schritt machen. So, ich mache mir das jetzt mal hier ein bisschen. So, ruhig erstmal schön alles fertig drapieren und dann erst über die Kanten schlagen. Ich mache das richtig dick, dass das so richtig hoch steht. Das sieht dann hinterher richtig cool aus. So, schaut mal, das ist so richtig dicke, fette Geschichte hier. Und so soll das auch sein. Richtig viel an den Kanten drücke ich das so ein bisschen auf die Leinwand, damit es da Halt kriegt. So, schaut mal, jetzt habe ich die Butterbrotpapiere auf die Leinwand gelegt, habe das mir jetzt ein bisschen zurechtgezubbelt, dass das so richtig schöne Struktur kriegt. Und so lasse ich das jetzt einmal trocknen. Föhnen ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich könnte mir vorstellen, dann im feuchten Zustand ist es noch ein bisschen instabil, dieses Ganze. Und deswegen lasse ich es einfach von sich aus über Nacht mal trocknen und dann kann man weitermachen. Ich wische jetzt mit einem Stück Küchenrolle hier das noch ein bisschen sauber. So, der Acrylbinder ist jetzt getrocknet. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr Stabilität in diese sehr 3D-mäßige Struktur bringen. Und dafür nehme ich Spachtelmasse, die vermische ich mit ein bisschen Wasser, damit die ganz klein bisschen geschmeidiger wird. Und dann gehe ich hin mit so einem schrumpeligen Malerpinsel, also einen ausgefransten Malerpinsel dafür nehmen und versuchen, überall diese Spachtelmasse drauf zu streichen. Dann wird man so ein bisschen die Struktur runterdrücken, aber das macht nichts, die können wir gleich wieder hochziehen und dann kann die schön so dick und fett trocknen. Also man braucht schon ein bisschen was an Spachtelmasse und dann ruhig ordentlich einstreichen, dann wird das ganze Gebilde wahrscheinlich wieder ein bisschen weicher werden, also wird wieder so ein bisschen flach. So, aber das Grundprinzip ist ja da und deswegen kann man nämlich Folgendes jetzt machen. Damit das so wieder so richtig schön 3D-mäßig wird, kann man das wieder so schön hochziehen. Schaut mal. Kann man das noch ein bisschen stylen, so wie man das gerne hätte. Da, wo es natürlich schon mit dem Binder festgeklebt war, bleibt es ja auch, soll ja auch ein bisschen Abwechslung sein in der Fläche. Ruhig hier so ein bisschen hochziehen. Alles, was hoch geht, was noch nicht fest ist durch den vorherigen Binder. So, das Ganze lassen wir jetzt wieder über Nacht trocknen und dann ist das richtig schön fest und dann kann man das auch ganz super weiter arbeiten. So, schaut mal, jetzt ist das alles schön getrocknet. Die Spachtelmasse, die wir als zweite Schicht draufgelegt haben, die hat das Ganze richtig schön hart gemacht. Also da kann man wirklich jetzt, ja, da kann nichts mehr passieren. Das bleibt halt schön fest. Und das Ganze möchte ich jetzt gerne mit einem Goldlack besprühen, der so super toll glänzt. Ich schreibe euch das auch in die Videobeschreibung, welcher das ist.
Und das mache ich jetzt nicht hier in meinem Atelier. Das mache ich nämlich an der frischen Luft, weil ja diese Spray oder diese Sprühfarbe halt enorme Geruchsentwicklung hat. Und ja, das mache ich am besten draußen. So, hier ist jetzt unser getrocknetes goldenes Bild. Das sieht ja hammer aus, finde ich. Also irre. Es ist alles schön fest. Also da kann nichts mehr sich verändern oder schief gehen. Ist alles schön gold und glänzt. Jetzt möchte ich das aber nicht einfach so gold lassen. Ich drehe das mal hier um. Habe mir mein Superwerkzeug wieder genommen, einen Malerpinsel, mal eine kleine Karte, ich weiß noch nicht, ob ich die brauche, und habe mir 3 Farben für die farbliche Gestaltung von dem Bild rausgesucht. Ich möchte, dass das so ein bisschen wie so Patina dann aussieht, so grünliche, das hat man ja schon mal schön auf Kupfer oder sowas, dass das halt so ein bisschen so einen Used-Look bekommt. Und ich habe hier grau-grün, ein Türkis und ein helles Türkis. Ich nehme den Malerpinsel, bestücke den mit ein bisschen Farbe, nur nicht so dick. Ich will erstmal ganz langsam anfangen. Nehme den ganz flach und ziehe den so über die Leinwand. Ganz flach und ganz vorsichtig. Ich möchte nur, dass so ein bisschen was hängen bleibt. Schaut mal. Gehe so ein bisschen über die Kanten, damit das so reibe auch hier. Geht nur ganz klein bisschen die Farbe ab, aber das reicht schon, um coole Effekte zu machen. Jetzt nehme ich das hellere Türkis und ziehe nochmal hier so drüber. Hier oben hatte ich mir so einen kleinen Fleck, weil ich so ungeduldig war, habe ich auf das feuchte Gold gefasst und das hat einen Fleck hinterlassen. So, jetzt gehe ich schön mit dem hellen Farbton, immer flach auf den Spachtel, wenig Farbe, ganz vorsichtig, der erste Kontakt mit der Leinwand, damit nicht so ein dicker Fleck hängen bleibt. Schaut mal. Das sieht doch schon ganz cool aus. So, das sieht doch schon mal stark aus. Aber weil ich das nicht so fleckig haben möchte und diese Goldfläche, das auch so ein bisschen wasserabweisend ist, hat die Leinwand so ein bisschen zugemacht, kann man jetzt super mit Wasser arbeiten. Und zwar sprühe ich jetzt hier die Farbe einfach so ein bisschen mit Wasser an. Die perlt dann so ab, also die Goldfläche stößt es so ein bisschen ab. Dadurch hat es so einen Effekt, ein bisschen wie eine Wachsfläche. Jetzt gehe ich aber hin und kratze so mit der Karte nochmal hier drüber. Nehme mir nochmal ein Tuch, tupfe das Wasser wieder ein bisschen ab und spiele jetzt mal so ein bisschen auf der Fläche mit den Farben, so lange, bis mir das richtig gut gefällt. Gehe nochmal, kratze das hier nochmal so ein bisschen einfach drüber. Immer wieder drüber gehen, so dass das hier so teilweise aufspringt. Das wollte ich auch so. Die Fläche soll so ein bisschen abwechslungsreich bleiben. Hier gehe ich nochmal mit dem
Wellen. Schaut mal, sieht toll aus, ne? Mit dem Gold, das ist so irre schön. Und mit dem Türkis zusammen, das ist richtig cool. Ich mache hier oben noch das Wasser hin, weil ich möchte, dass da noch ein bisschen mehr Gold durchkommt. Dann sprengt er jetzt die Farbe wieder so ein bisschen weg von der goldenen Fläche. Und dann kann man das so schön freitupfen. Schaut mal. Dann geht man einfach noch mal so ein bisschen hier drüber wieder. Das möchte ich jetzt hier so lassen, dass das auch so offen ist. Also das Gold so rauskommt, das finde ich super. Hier gucke ich noch mal, dass ich so ein bisschen Farbe noch mal wegnehme. Noch mal ein bisschen Wasser drauf. Also ihr seht, man kann das einfach steuern, indem man Wasser drauf sprüht. Und dann tupft man das Wasserfarbmischmasch wieder ab. Und dann kriegt man so ganz coole Effekte hin. Das sieht so ein bisschen Used Look mäßig aus. Das gefällt mir ganz gut mit der Kombination und dem Gold. Dann ist das nicht so ganz pompös. Also lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Das ist ein richtig super toller Hingucker geworden, finde ich. Ich kann es kaum erwarten, das hänge ich auf jeden Fall auf. Ich glaube, ich mache mir noch ein zweites dazu, so als Pärchen. Ich glaube, das sieht richtig toll aus. Schaut mal, das ist egal, worum man das hängt. Dieses Bild zu gestalten hat total Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen, ja, man formt ja dann dieses feuchte Papier mit den Händen und macht daraus was. Das ist so ein bisschen wie eine Skulptur erschaffen oder ja, so ein bisschen wie eine abstrakte Wandskulptur, könnte man dazu sagen. Und ja, ein tolles Projekt, um das auch mal auszuprobieren. Ich bin total zufrieden und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt am Video. Ihr habt gesehen, was man für ein tolles Bild daraus machen kann. So ein Hingucker, ich stelle mir das im Bad toll vor oder so im Flur, wenn man irgendwie zur Haustür reinkommt. Und ja, ich finde das super. Ich mache das auf jeden Fall nochmal mit anderen Farben. Das kann man auch mit Silber oder Kupfer machen. Das zeige ich euch dann auch. Da mache ich bestimmt nochmal ein Video von, weil das hat echt Spaß gemacht und ich finde das Ergebnis richtig gut. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr seid inspiriert und habt Lust, das nachzumachen oder was Ähnliches auch zu machen. Das würde mich total freuen, wenn ich es geschafft habe, euch zu inspirieren und neugierig zu machen. Und ich sage mal vielen Dank für euer Interesse, euer Zusehen und euren tollen Support, eure Feedbacks, die immer kommen und eure Abos und Likes. Da freue ich mich immer sehr, sehr, sehr drüber. Also macht weiter so und ich wünsche euch eine super schöne Zeit bis zum nächsten Video. Macht's gut, liebe Grüße.